Es ist natürlich eine Unart unter Menschen, den Frust, den man an irgendeiner Stelle eingesammelt hat, an anderer Stelle wieder abzulassen. Meistens an Stellen, bei denen man wenig zu befürchten hat, weil man in irgendeiner Machtposition ist gegenüber denen, wo man das rauslässt, was man anderswo erfahren hat. Diesen Mechanismus, wir nennen es oft nach unten treten, ähm, beobachte ich besonders stark in extremen gesellschaftlichen Krisen, also in extremen Bedrängnissen, in die Menschen geraten können. Und wenn das so umfassend ist und so allgemein vorherrscht, gibt es etwas oder entsteht etwas, das ich für mich so etwas wie einen gespaltenen Regress nenne. Ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt irgendwo außerhalb meiner Birne, aber ich erkläre das gerne, weil ich glaube, dass es ein bisschen helfen könnte, um zu verstehen, warum Menschen sich so verhalten. Ich denke, dass in großen Krisen, die inzwischen natürlich irgendwie omnipräsent sind und wo man sich die Frage stellen kann, wann ist nicht Krise, aber wenn sie wirklich für extrem viele Menschen bemerkbar sind und extrem viele Menschen gleichzeitig betreffen, wird das sehr sichtbar. Ich glaube, wir fallen alle in eine Form von Regress. Die Möglichkeit, das Potenzial ist da, dass wir in also Bewusstseinszustände zurückfallen, die aus anderen Phasen unseres Lebens kommen. Das ist eine Reaktion, die ihre Gründe hat und die vielleicht sogar irgendwo ihren Sinn hat, aber sie erzeugt häufig da Probleme, wo sie übersehen wird, weil sie genau der Kompensationsmechanismus ist, weil sie genau das sind, was die eigene Hilflosigkeit vielleicht ein bisschen vermeiden lässt. Das kann unterschiedliche Formen annehmen. Die einen fallen dahin zurück, dass sie irgendwie plötzlich wieder Kinderbücher lesen oder dass sie sich an spielerischen Tätigkeiten zuwenden, dass sie versuchen, sich Freiräume zu erobern, in denen sie nicht den extremen Herausforderungen permanent ausgesetzt sind. Das geht dann mehr in eine Richtung von Zerstreuung. Andere Menschen jedoch fallen in dieses Phänomen, was ich gespaltenen Regress nenne. Und das äußert sich so. Das ist wie, als könnte man wirklich sehen, wie ein Mensch vielleicht in einer Erziehungssituation, in einer Familiensituation eine Rolle hatte, in der dieser Mensch selbst untergebuttert wurde, in der dieser Mensch extrem dominanten Personen ausgesetzt war, die ihre Macht ihrerseits ausgenutzt haben, um eben auf den schwächeren Menschen, auf den ausgelieferteren Menschen herunterzureden, runterzudrücken, von oben herab eben auf diesen Menschen von oben herab auf diesen Menschen zu reden, sich so zu verhalten, dass dieser Mensch kleiner wird und man selbst sich dadurch größer fühlt und weniger hilflos fühlt. Es ist also, glaube ich, in allen Fällen diese Vermeidung der Ohnmacht, des Gefühls, hilflos zu sein oder des Erkennens, dass das eben ein Teil des Menschseins ist. Und das Interessante ist an diesem gespaltenen Regress, meiner Ansicht nach, dass man beobachten kann, wie Menschen auf der einen Seite das Muster der damaligen dominanten Menschen zu übernehmen scheinen und an der einen Stelle eben genau diese Rolle spielen, an anderen herumerziehen, an anderen gegenüber ständig den Finger zu heben, sie zu ermahnen, zu versuchen, sie in Reih und Glied zu bringen, zu versuchen, sie zu disziplinieren, manchmal mit den absurdesten Formen, die das annehmen kann, und zugleich auf der anderen Seite in anderen Situationen besonders vor als mächtiger empfundenen Menschen kuschen. Und da haben wir diese Teilung, diese Spaltung, diese wirklich zwei Richtungen, als wäre der Mensch nicht mehr ein ganzer Mensch, sondern zwei Teile, die einfach in einer Art Abwehr auf etwas reagieren, was auf die Umwelt projiziert wird in diesem Regress. Da wird nämlich die Situation des eigenen Eingezwungenseins, der eigenen vielleicht archaischen Bedrängnis, der alten Ohnmacht, wird projiziert auf das neue Szenario. Und in dieser Position können oder in dieser
in diesem Kompensationsmechanismus können Menschen eigentlich keine Lösungen finden, die in irgendeiner Weise eine Konsistenz haben, weil der Mensch einfach auseinanderfällt in dem Moment und trotzdem versucht, durch die extreme Bespielung dieser jeweiligen Rollen und dem Versuch, sie irgendwie in ein Konzept zu integrieren, das heißt zu sagen, ja, das ist ein guter Mensch oder so hat man sich zu verhalten, das hat man jetzt zu machen, wenn man zu irgendeinem Team dazugehören will oder was auch immer. Da werden unglaubliche mentale Anstrengungen begangen, um wahrscheinlich auch vor sich selbst erstmal zu rechtfertigen, dass man sich so zweigeteilt, dass man sich so extrem unterschiedlich verhält. Dass man an der einen Seite Menschen hofiert, die eben als mächtiger erkannt werden und da mit der so empfundenen Macht kollaboriert und auf der anderen Seite eben diese Macht selber auch besetzen möchte, selber eigentlich das sein möchte und es halt an der ich sage mal in Anführungszeichen, schwächeren Person auszulassen. Man ist also beides und das ist irgendwie, glaube ich, das muss ein Spannungszustand sein, der eigentlich unerträglich ist oder der unter der Oberfläche einen so klaffenden Abgrund vernehmbar werden lässt. Man spürt bei Menschen, die sich so verhalten, oft diese extreme Nervosität, wie man sieht, dass die Gesichtsmuskeln zittern, man sieht die Panik in den Augen der Menschen, die in diesem Zustand sind, dass das vielleicht aufgedeckt werden könnte oder dass etwas an ihrer Weltkonstruktion, man könnte auch sagen, an dieser Art, also ich nenne das Wahnzustand, an diesem Wahnzustand darin erkannt zu werden, dass er sich auflöst, dass die Scheinstabilität, die man sich dadurch aufbaut, dieses sehr rigide Bild von so hat es zu sein und so war es immer, dass das irgendwie in Frage gestellt werden könnte. Das ist dieses Zurückzurren auf diesen alten Zustand, in diesem Regress. Und ich glaube, wenn wir davon ausgehen, dass eine Reaktion von Regress nicht unbedingt das Problem ist, sondern nicht damit umgehen zu können, dass es so ist, keine freieren, beweglicheren Formen zu finden, mit dem in den Regress fallen, also in den alten Zustand zu fallen, umgehen zu können, vielleicht sogar Ressourcen nutzen zu können, die darin stecken. Ich glaube, dass kreative Prozesse, zum Beispiel Ideenfindungen, emotionale Prozesse, auch spirituelle Prozesse, eine ganze Menge mit Regress zu tun haben. Nur wollen wir es selten zugeben, weil es dann nicht mehr so aufgeblasen werden kann. Aber ich glaube, es hat viel damit zu tun, dem einen Ausdruck zu geben, ohne ihn eben auf andere abzufeuern, ohne ihn an anderen auszulassen und ohne daraus schon wieder Regeln zu formulieren, mit denen man eben dieses Dominanzspiel, diese Hierarchien, dieses Konkurrenzspiel, diese Vergleicherei und dieses irgendwie, wie sagt man, Speichellecken an der einen Stelle und halt irgendwie ja nach unten treten an der anderen Stelle zu vollziehen. Also diese gespaltene Regressmatrix und diese Aufgeteiltheit, diese Aufgespaltenheit, die so meine Beobachtung in unserer Kultur einfach also es ist Teil unserer Abläufe, unserer Systematiken, Teil unserer Berufswelt natürlich ganz stark, auch Teil unserer Beziehungswelt. Und also ich denke, man sieht es in allen Bereichen, diesen Vorgang. Und wir haben uns so an ihn gewöhnt, dass wir ihn für normal halten, dass wir glauben, dass in diesem Spiel es darum geht, dass man da irgendetwas gewinnen könnte. Doch das Einzige, was man dabei gewinnen kann, ist eine tollere Illusion von sich selbst zu haben und dieses Ding mehr festzutreten, dass sich daran nichts ändern könnte. Und ich glaube, es liegt eine ganz andere Macht und eine ganz andere Kraft darin, zum Beispiel mit dem Regress, mit dem sich wieder alten Zuständen zuwenden, sie durchleben, Formen dafür zu finden, sie auszudrücken und gemeinsam vielleicht auch darin zu feiern, ohne eben in dieses statische, rigide Dominanzspiel zu fallen. Vielleicht mit der Dominanz an sich sogar spielerisch umzugehen. Da gibt es Menschen, die auch damit sich beschäftigen.
Kann alles sein, aber es geht mir darum, wir verkennen die Macht darin, ein Jenseits dieses fixierten Dominanzspiels zu entwickeln, indem wir ein Feld, in dem wir damit forschen können, wann das passiert, wie wir dazu stehen können, also wie wir Gespräch auch erlauben können über dieses Zurückfallen, auch jenseits der Therapien, in denen das natürlich eine zentrale Sache ist, mit dem Regress zu arbeiten. Also wo das auch ein Fortschritt sein kann, an so einen Regress zu kommen, weil sich darin etwas erkennen lässt. Aber ich glaube, wir sollten das nicht unterschätzen, dass überall dort, wo wir mit den Spielen jenseits des Dominanzspiels experimentieren können, neue Formen finden können des Miteinanders, uns dagegen wehren, den Frust, den wir vielleicht auch kassieren von irgendwelchen Leuten, die dieses Spiel mit uns spielen wollen, an den Nächsten weiterzugeben. Immer da, wo das passiert, werden diese Ketten unterbrochen. Und ich glaube, immer da, wo diese Ketten unterbrochen werden, also wo jemand die Eier hat und zu sagen, okay, ich sehe, was du da tust, aber ich werde das nicht mitspielen. Also ich führe das nicht weiter. Ich erkenne es und ich weigere mich, es genauso zu machen wie du. Immer da entsteht Freiraum, immer da entsteht was Neues und immer da, wo das passiert, entsteht auch eine, wie ich sagen würde, produktive Irritation.